Wisst ihr, nach meinem Schulabschluss ließ folgender Satz nicht lange auf sich warten. Sohnemann, du hast ja jetzt deinen Abschluss. Wird's dann nicht langsam Zeit, dass du dir Arbeit suchst und aus meiner Wohnung verschwindest? Okay, tschüss. Euer Marshall ist zwar ein junger Bub, durchlief aber bis dato schon so manches Bewerbungsverfahren. Eines interessanter als das andere. Und vielleicht könnt ihr ja etwas aus meinen Erfahrungen mitnehmen. In der Schule hatten wir Berufsvorbereitungen mit Lehrern und Leuten von der Arbeitsagentur, die Tipps und Kniffe mitgeben wollten für den eigenen Karriereweg. So wurde mir damals trotz des Internetzeitalters beigebracht, mich immer persönlich und in Papierform zu bewerben, selbst wenn ausdrücklich eine E-Mail-Bewerbung verlangt wird, damit man sich abhebt und einen ersten guten Eindruck macht. Als ich mich dann während der Schulzeit mit dieser Taktik für ein duales Studium bewarb, kam es dann zu folgendem Ergebnis. Guten Tag, mein Name ist Marshall. Ich würde gerne meine Bewerbungsunterlagen beim Personalchef abgeben. Die Chefin hat gerade keine Zeit. Leg's mir hin, dann leite ich es weiter, Mitchell. Marshall? Genau, Michel. So ein Typ namens Michael hat seine Bewerbungsunterlagen hergebracht. Sie wissen, was zu tun ist. Vor allem Großunternehmen zahlen nicht umsonst sehr teure Lizenzen für Online-Bewerbungsplattformen, nur damit doch Hunderte an Leuten ihren Kram in Papierform einreichen. So bekam ich noch viele weitere Mythen beigebracht, die heutzutage überhaupt nicht mehr zutreffen. Auch die Berufsorientierungsgespräche fand ich persönlich wenig hilfreich. Schon als Kind entwickelte ich zwar Fähigkeiten, die für die verschiedensten Fachbereiche gepasst hätten. Hallo, ich bin Marshall Davis. Ich kann das einmal. Die Einschätzung der Experten vermittelte mir jedoch ein ganz anderes Bild. Was würden Sie denn gerne machen, Marshall? Naja, ich kann gut Dinge vor Leuten erklären. Ich bin recht organisiert und kreativ und ich finde die neuen Medien sehr spannend. Irgendwas in dieser Richtung? Vielleicht Psychologie? Ja, Marshall, das könnte man machen. Oder, oh, ich hab's vor meinem geistigen Auge. Wie wär's mit einer Ausbildung zum Holzverarbeitungsfachmann? So ging es also für mich nach der Schulzeit völlig orientierungslos und völlig unwissend ins Berufsleben. Außerdem brauchte ich Kohle, also wurde es Zeit zu jobben. Und hier ist mir echt eine faszinierende Sache über die Zeit aufgefallen. Ausschreibung, die Berufseinsteiger suchten, aber von den verlangten Kenntnissen knapp 20 Jahre Berufserfahrung voraussetzten. Es wurde also erwartet, dass man schon so früh wie möglich Kenntnisse gesammelt hat. Nein, früher. Nein, früher. Ja, das kommt hin. Meine Mutter war langjährige Stammkundin in einer Videothek und der Chef erwähnte, dass er eine Aushilfe suchte. Um mich zu bewerben, sollte ich ihm meinen Lebenslauf vorbeibringen. Nun kam die große Frage für mich auf. Was soll ich denn schon groß draufschreiben? Was habe ich denn schon nach der Schule erreicht? Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Wonach strebe ich? Ich sollte einen Lebenslauf schreiben und bekam eine Existenzkrise. Meine Unterlagen waren absoluter Schrott. Der Chef guckte sich vielleicht 5 Sekunden das Ding an und stellte mich hinter den Tresen. Deine Mutter hat dich empfohlen, also wirst du schon was taugen. Und so wurde ich fest angestellt, weil ich jemanden kannte, der jemanden kannte. Dieses Vitamin B hilft für so manche Karrieresprünge, selbst wenn man absolut ungeeignet für eine Stelle ist. Denn eigentlich wusste ich so gut wie gar nichts über die Filmkultur. Kannst du mir irgendwelche Filme empfehlen? Also ich mag Studio Ghibli und Disney-Filme. Und was sonst noch so? Alles, worin Tom Hanks mitspielt, ist recht knorke. Und welcher Film genau? Während ich also arbeitete, bewarb ich mich für Dutzende Ausbildungen und duale Studiengänge in ganz Deutschland. Rechtspflege, Public Management, Polizei, Offiziersausbildung, Softwareentwickler und noch vieles mehr. Am Anfang wurde ich häufig nicht mal eingeladen, weswegen ich meine Unterlagen über die Zeit ständig verbesserte, um die Aufmerksamkeit der angeblich viel beschäftigten Personalverantwortlichen zu gewinnen. Wie ich meine Bewerbungsunterlagen heutzutage so anfertige, erzähle ich euch später. Während es dann in kleinen Unternehmen bei Interesse immer direkt zu Vorstellungsgesprächen gekommen ist, musste ich bei mittleren und großen Unternehmen eigentlich fast immer einen Assessment Center Test durchlaufen. Das ist die Knorke-Bezeichnung für ein Auswahlverfahren. Im öffentlichen Dienst wurden in diesem Auswahlverfahren sprachliches Verständnis, mathematische Grundkenntnisse und politisches Allgemeinwissen abgefragt. Entschuldigung, wer ist der aktuelle Bundeskanzler von Deutschland? Will der mich verarschen? Hitler, kann das sein? Bei der Polizei und dem Bund gab es zusätzlich Sporttests und 4-Augen-Gespräche mit einem Psychologen. Also Marshall, reden wir mal über Ihren Google-Suchverlauf. Aber am Ende kam es bei fast allen Auswahlverfahren zum heutigen Albtraum der Generation Internet. Diktate. Bitte schreiben Sie auf. Sie war Fausts Tochter. Er lächelte sie an und freute sich auf ein Wiedersehen. Er war von charmanter Natur.
Ey, ist ja wohl voll easy, Diggi. Sie war Faust, sein Tochter, er keckt et thought am K-Kappa. Hashtag Beams Ehrenmann. In größeren Unternehmen waren vor allem Intelligenztests und Teamtests an der Tagesordnung. Eines der interessantesten Teamtests durchlief ich bei einem größeren Werbeunternehmen für ein duales Studium. Die Bewerber wurden in 3 Gruppen eingeteilt und aus Papier plus Klebestreifen sollte jede Gruppe einen großen Turm bauen. Die Gruppe mit dem größten Turm gewann. Im Endeffekt interessierte jedoch die Personalverantwortlichen nur, wer welche Rollen in diesem Spiel einnahm. Ich überzeugte die Gruppe von meiner Bauidee und am Ende hatten wir sogar den größten. Im anschließenden Einzelgespräch bekam ich aber dann folgende Worte zu hören. Sie sind für das angestrebte Studium nicht geeignet, Marshall. Sie werden sich nachher in diesem Beruf nur langweilen. Aber wir hatten doch den größten. Ich wurde also abgelehnt. Für eine Ausbildung bei einer Verwaltungsstelle wurde einmal verlangt, dass ich eine Präsentation über meine Erfolge im Leben erstellte und präsentierte. Was ich dann auch tat. Indem ich mit Fotos anfing, wie ich zum Beispiel das erste Mal ein Bild im Kindergarten zeichnete. Oder wie ich das erste Mal ganz allein auf die Toilette gegangen bin. Und das kam anscheinend sehr positiv an, denn am Ende wurde ich angenommen. Für eine Ausbildung bei einem größeren Technologieunternehmen wurde mir während des Vorstellungsgespräches eine Knobelaufgabe gestellt. Ein Mann hat sein Auto auf ein Hotel gestellt und sein Vermögen verloren. Was ist passiert? Ich bekam 10 Minuten und musste meine Entscheidung live begründen. Könnt ihr die richtige Antwort rausfinden? Dann pausiert das Video und schreibt es in die Kommentare. Jetzt kommt die Auflösung. Er hatte Monopoly gespielt. Meine Antwort war, er ist betrunken über eine Rampe gesprungen und wurde auf Schadensersatz verklagt. Und am Ende wurde ich abgelehnt. Vor allem mit Unternehmen aus dem niederdeutschen, fränkischen oder bayerischen Raum machte ich ganz besondere Erfahrungen. Ich wurde dann wegen der Entfernung erstmal auf Telefoninterviews eingeladen. Das Problem, ich hatte leider nicht die benötigten Fremdsprachenkompetenzen. Ja, hallo? Ja, grüezi, Herr Marshall, von mir der Zeitfinanz für das Telefoninterview. Können wir das auf Hochdeutsch führen? Abgelehnt. Schlussendlich bekam ich einige Zusagen als auch unzählige Absagen. Und lasst mich euch sagen, nehmt Absagen nicht zu persönlich. Zu vielen Bewerbungsverfahren gehört eben auch eine kleine Prise Glück. Auch muss ich kritisieren, dass hier Unternehmen wirklich in der Pflicht stehen, ihre Feedback-Kultur gegenüber Bewerbern zu verbessern. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir Sie leider nicht nehmen können. Es liegt dabei nicht an Ihren Fähigkeiten. Aha. Und woran dann? Solche vorgefertigten Antworten bekam ich ständig. So kann man doch nichts als Bewerber verbessern. Manchmal wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich oft nur Zusagen erhielt, wenn ich eine gewisse Sympathie mit dem Personalverantwortlichen hatte. Und dass meine Zusagen völlig unabhängig von meinen Fähigkeiten oder den Ergebnissen des Assessment Centers waren. Also Marshall, in Ihren Ergebnissen steht, Sie können zumindest atmen. Ja, denken Sie doch mal drüber nach. Wenn man nicht atmet, dann kann man nicht diese Ausbildung machen. Also je mehr man atmet, desto fähiger ist man doch, oder? Naja, wo er recht hat. Das gab den Ganzen stets die Note einer reinen Willkürlichkeit. Sehr selten wurde mir mitgeteilt, was gut oder schlecht gelaufen ist. Am Ende war das jedoch alles nicht das Richtige für mich, weswegen ich überall ablehnte. Während ich diese Bewerbungsverfahren durchlief, gab ich immer abends kleineren Gruppen von Schülern Nachhilfe, wodurch ich merkte, hey, vielleicht ist das Lehrerdasein gar nicht so verkehrt. Nur leider gab es immer noch ein bestehendes Problem. Hey, da ist ja mein Sohnemann. Solltest du nicht verschwinden? Okay, tschüss. Um nun Kohle für ein eventuelles Studium ranzubekommen, bewarb ich mich bei mehreren Firmen als Fließband- und Ferienaushilfe. Dafür suchte ich im Internet nach großen Produktionsfirmen in meiner Nähe und trug mich online als Kandidat zur Ferienaushilfe ein. Hier wurde eigentlich jeder genommen, der bereit für Schichtarbeit war und ein begründetes Motivationsschreiben anfertigte. Dann begann die knochenharte Arbeit. Über ein halbes Jahr 3-Schichtsystem mit 8 bis 9 Arbeitsstunden am Tag, repetitiven Tätigkeiten, kaum Sonnenlicht und absoluten Gehorsam gegenüber Schichtleiter und Meister. Mein Verdienst als ungelernte Aushilfskraft schwankte dabei zwischen 10 und 16 Euro die Stunde, was für mich als Junge aus ärmeren Verhältnissen echt eine Menge Kohle war. Aber vor allem lernte ich zu respektieren, was körperlich harte Arbeit bedeutete und wie psychisch zermürbend sowas sein kann. Vor allem, wenn ich nach einer Nachtschicht um 4 Uhr morgens nach Hause fuhr, hatte ich manchmal echt damit zu kämpfen, nicht auf der Autobahn einzuschlafen. An dieser Stelle mal großen Respekt an alle Eltern, die sich durch solche Arbeiten aus Verantwortungsgefühl für ihre Familie durchbeißen. Wenn ihr selber noch gar keine berufliche Orientierung habt, bewerbt euch ruhig mal für ein paar Monate auf den Bau oder für die Industriearbeit. Ich lernte jeden einzelnen verdienten Euro zu schätzen und es festigte auch meinen Lehrerberufswunsch, weil ich durch diese Arbeit erfuhr, was ich definitiv später nicht machen möchte. Während ich diese Arbeit durchlief, konnte ich in meiner Freizeit verschiedene andere Tätigkeiten ausprobieren. Theater, Videoproduktion, Nachhilfe.
So viele Seiten übten stets auf mich einen großen Druck aus, dass man direkt nach der Schulzeit eine Ausbildung oder ein Studium startet. Aber die Unterstützung für diesen Weg war so gut wie nicht gegeben. Ich ging lieber erstmal in den verschiedensten Bereichen arbeiten und lernte mich auch selber dadurch besser kennen. Und nun bin ich dafür umso zufriedener mit meiner Karrierewahl. Und nachdem ich dank euch, der wohl besten Community der Welt, es zu einer gewissen kleinen lokalen Bekanntheit schaffte, kam nun sogar Jahre später ein Unternehmen auf mich zu, um mit mir zusammenzuarbeiten, obwohl es mich damals für ein duales Studium abgelehnt hat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Habt ihr euch bereits für einen Karriereweg entschieden? Und wie waren eure Bewerbungserfahrungen bisher? Habt ihr irgendwelche interessanten Stories? Dann ab damit in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Bewerbungsunterlagen anfertige, dann klickt hier oben. Und ich habe gehört, wenn man auf diesen Button hier klickt, dann hat man den größten gebaut. Euer Marshall.